Leute, ich mache mir Sorgen um die Xbox, denn ich stelle mir aktuell die Frage, wird das jetzt die letzte Xbox, also diese Generation, wird die Series X und S die letzten Modelle der Xbox werden? Denn die Series X und S, die verkaufen sich nicht so besonders und verglichen mit der Xbox One sogar noch schlechter. Nicht, dass die Xbox One ein Flop war, aber im Vergleich zur PS4 ist sie dann doch untergegangen. Und die Xbox Series steht auch im Gegensatz zur PS5. Die PS5 hat sich ein Stück weit besser verkauft als die PS4 im Vergleichszeitraum. Und obendrein heißt es von Microsoft, ja, sie arbeiten bereits an der nächsten Xbox-Generation. Aber, jetzt kommen ein paar Aber von mir. Und zwar, erstens, wir werden dieses Jahr ja noch neue Xbox-Hardware sehen. Neu ist eher relativ, denn es handelt sich dabei eigentlich nur um Sondereditionen. Weiße Xbox Series X ohne Laufwerk und eine 2 Terabyte Version. Also einfach nur so kleine Varianten. Wir werden kein Pro-Modell oder ein XX-Modell sehen oder so etwas. Eben das, was wir jetzt hoffentlich von der PS5 dieses Jahr noch sehen werden. Und da habe ich so das Gefühl, dass Microsoft schon diese Generation, zumindest diese Hardware, so ein bisschen abgeschrieben hat. Denn jetzt kommt's. So wie es aussieht, wird Microsoft die Xbox-Konsolen in Europa nicht mehr groß vermarkten wollen. Das schreibt Tom Warren von The Verge. Und er sagt da aus, dass sogar das Marketing komplett für die Konsole eingestellt wird. Und zwar in Europa, in Nahost und in Afrika. Statt der Konsolen soll dann der Game Pass gepusht werden. Der Game Pass, das Cloud Gaming, PC und dann noch Zubehör wie Controller, aber nicht mehr die Konsole selbst. Das bedeutet für mich, dass sie nicht mehr so richtig an die Konsole glauben. Und das passt ja aktuell zum noch existierenden Marketing von Microsoft, das eben besagt, ja, für den Game Pass, da brauchst du keine Konsole. Das ist relativ plattformunabhängig und es wird ja noch erweitert. Das heißt, man wird den Game Pass auf vielen Plattformen sehen. Und das passt ja auch zu den aktuellen Trends. So Leute, ich bin so aufgeregt, endlich mein neues Herzensprojekt mit euch zu teilen. Meine eigene nachhaltige Marke Pamamore ist endlich gestartet und wir haben was ganz Besonderes für euch. Unsere Kaschmir-Schals sind nicht nur ein Traum in Sachen Komfort, sondern sie sind auch super vielseitig. Die sind perfekt für kühle Abende im Frühling, aber genauso super sind die als Sonnenschutz, wenn zum Beispiel mal die Sonne auf die Schultern brennt. Und das Coolste ist, dass die alle nachhaltig sind. Kaschmir ist ja wirklich eins der edelsten Naturfasern, die es gibt, weil es unfassbar langlebig ist und biologisch abbaubar. Und weil es eben Naturfaser ist, kann es extrem gut Temperaturen ausgleichen. Also deswegen eben perfekt auch für alle Jahreszeiten. Und das Beste, es ist auch hypoallergen. Ob es also für euch selbst oder vielleicht auch als Geschenk für eure bessere Hälfte ist. Wenn ihr einmal dieses Material getragen habt, dann wollt ihr fast nie wieder was anderes tragen. Und das sage ich ehrlich, weil ich diese Schals schon oft getragen habe. Also schaut unbedingt auf www.pamamore.de vorbei und checkt die Kollektion aus. Und als Danke an euch, unsere coole YouTube-Community, gibt es mit dem Code FrauPixel10 10% Rabatt. Der Trend beim Gaming geht seit Jahren Richtung Mobile, beziehungsweise Mobile Gaming ist das stärkste Feld überhaupt. Die Switch ist nach wie vor stark, nicht mehr so stark wie vor Jahren, aber da ist auch absehbar, dass ein Nachfolger kommt. Und da haben wir auch noch Cloud Gaming, das große Stichwort, wo auch Microsoft groß mit dabei ist, denn der Game Pass, den kann man ja auch über Cloud Gaming genießen. Und da hat Microsoft jetzt noch einen weiteren Schritt gemacht. Man kann den Game Pass jetzt auch über Fire TV Stick sich holen und Spiele damit spielen, per Cloud Gaming. Das geht ja schon an Smart TVs und das wird meines Erachtens immer erweitert werden. Das heißt, man soll immer unabhängiger von so einer Hardware sein, von so einer Konsole. Und da denke ich mir, ist das jetzt vielleicht im schlimmsten Falle sogar das Ende der klassischen Konsole, wie wir sie kennen? Denn braucht es überhaupt noch eine Konsole, wenn wir das Ganze einfach so am Smart TV spielen können oder am Handy oder auf irgendeiner, ich sag mal, billigen Hardware, die einfach internetfähig ist, wo man per Cloud einfach das ganze Spiel direkt zocken kann, ohne etwas runterzuladen zu müssen und man sich einfach nur einloggt auf den Game-Server und man kann loslegen. Denn das Disk-Medium ist eigentlich mehr oder weniger tot. Das einzige, wo Discs noch erhalten bleiben, das ist im Konsolenbereich. Film-Blu-rays beispielsweise verkaufen sich immer schlechter. Viele Hersteller stoppen schon ihre Presswerke für Discs. Im PC-Bereich sind Discs tot, absolut.
Das Einzige ist jetzt noch auf einer klassischen Konsole, wo man sagt, okay, da kann ich meine Disk einlegen. Aber da sehe ich auch schon das Ende kommen. Und dazu kommt, dass es im Cloud Gaming im besten Fall viel einfacher ist. Man braucht keine Konsole, man braucht nur den Controller und man kann direkt loslegen. Und ich habe das auch schon getestet. Hier an den neueren Samsung Smart TVs, da geht das ja. Da brauche ich keine Konsole. Da schließe ich meinen Xbox oder auch den PlayStation Controller an und kann dann direkt loslegen. Die Vorgabe ist klar. Microsoft will in Richtung Cloud gehen und sie wollen in Richtung Abo gehen. Das machen sie jetzt sowieso schon in anderen Geschäftsbereichen. Und auch noch die Vorgabe ist, dass sie endlich Geld machen müssen. Denn meines Erachtens ist das Xbox-Geschäft gerade eher ein Verlustgeschäft, was aber gut ist für die Spieler. Denn Microsoft hat sehr viel investiert in Sachen Studios, Studioübernahmen und auch in Sachen Game Pass, weil das ist auch relativ kostspielig, dort ja die wirklich guten Spiele Day One dort reinzubringen, denn die Entwickler wollen ja bezahlt werden dafür. Plus natürlich diese Studios, zuletzt Activision Blizzard, die sind ja nicht gerade billig und die sind ja auch im Milliardenbereich angesiedelt. Natürlich ist die Frage, wie es mit denen weitergeht und so weiter, aber man merkt, Microsoft meint's ernst, die wollen wirklich da was tun. Jetzt sehe ich aber ein weiteres Problem. Microsoft hat jetzt erst gerade die Preise vom Game Pass erhöht und zwar relativ salzig, um die 20%, und das ist ja eigentlich das, was wir nicht wollen, beziehungsweise womit man jetzt nicht wirklich weitere Spieler anlockt, die dann sagen, oh geil, der Game Pass ist aber attraktiv, den hole ich mir. Nee, jetzt wird er teurer. Und da haben wir schon dezente Preiserhöhungen drin. Der Xbox Game Pass Ultimate Monatsbeitrag, der kostet dann nicht mehr 15 Euro, sondern 18 Euro. Der Core Game Pass, das Grundpaket, kostet dann pro Jahr nicht mehr 60 Euro, sondern 70 Euro. Der PC Game Pass wird auch um 2 Euro teurer. Da geht es vielleicht noch am ehesten. Und es werden im Standardpaket auch nicht mehr die Day One Spiele dabei sein. Das heißt, der Game Pass muss offensichtlich wirtschaftlich werden, weil aktuell ist er scheinbar so ausgelegt, möglichst viele Abonnenten holen und zwar mit einem möglichst attraktiven Paket, notfalls mit Verlust, dass möglichst viele an Bord sind, und wenn dann genug da sind, dann kann man auch sagen, okay, wir erhöhen die Preise. Siehe beispielsweise Netflix oder auch andere Abo-Dienste. Warum machen sie das? Ja, weil sie es können, weil es sich scheinbar trotzdem rentiert, weil relativ wenige wahrscheinlich deswegen kündigen werden wegen dieser Preiserhöhung, aber unterm Strich wird sich's rechnen, diese Preiserhöhung. Und Microsoft muss auf jeden Fall dorthin kommen. Und das Unwirtschaftliche daran ist einfach, dass sie die Konsolen noch da haben. Die Entwicklung der Xbox Series X, vor allen Dingen der X, war unglaublich aufwendig. Ich weiß nicht, da gibt es keine offiziellen Zahlen, aber Leute, die Series X ist nach wie vor die leistungsstärkste Konsole auf dem Markt. Stärker als eine PS5. Und sowas haut man nicht mal von heute auf morgen raus, sondern da stecken wirklich Millionen, vielleicht Milliardenbeträge drin, auch nur in der Entwicklung. Plus, dass sich wahrscheinlich das Gerät gar nicht mal wirtschaftlich verkauft. Das heißt, dass das vielleicht sogar nur mit Verlust verkauft wird. Das kommt on top. Das heißt, es gibt so viele Gründe, das Ganze abzusägen und dann nur noch auf die Software zu gehen, in Richtung Abo natürlich. Und das ist ein zweischneidiges Schwert, denn einerseits denke ich mir, das wäre echt schade um die Xbox-Hardware. Und ganz ehrlich, wir brauchen Konkurrenz. Wir brauchen so einen Zweikampf, Dreikampf mit Sony, Microsoft, Nintendo. Einfach damit das Ganze wettbewerbsfähig bleibt und da nicht irgendwo ein Monopol entsteht. Und was ich als großes Problem sehe, ist an sich einfach Abo. Denn, naja, mit dem Game Pass habt ihr zwar viele Spiele, aber auch viele Spiele, die in ein paar Monaten, in ein paar Jahren nicht mehr im Game Pass drin sind, dann sind die weg. Und das ist natürlich ein Problem, weil ihr besitzt die Spiele halt einfach nicht mehr. Und ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Vielleicht für die Gelegenheitsspieler, vielleicht für die große Masse, vielleicht kriegt man dadurch mehr Spieler. Aber für die Core-Spieler wie uns, da weiß ich nicht so recht, ob das wirklich gut ist. Was ist denn eure Meinung dazu? Schreibt es unten gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.